Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein modernes Fertighaus mit Carport, 2 Vollgeschossen und flach geneigtem Satteldach, das ein echtes Raumwunder ist. Es ist das Musterhaus von Thalbauhaus hier in der Ausstellung Eigenheim und Garten in Fellbach bei Stuttgart und das steht schon etwas länger hier, nämlich 7 Jahre und hat vor kurzem einen Facelift bekommen. Und wie das alles aussieht, schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Der Hauptbaukörper hat hier recht kompakte Abmessungen von 9,50 Meter mal 11 Meter. Bei 2 Vollgeschossen hat man dann etwa 180 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben hier ein recht flach geneigtes Satteldach von 22 Grad. Das heißt, die Firsthöhe kommt auch nicht so wahnsinnig hoch. Das sind dann 6,68 Meter. Und auf dem Dach ist komplett auf der Südseite etwa 9,7 Quadratmeter Photovoltaikanlage untergebracht. Ganz schön finde ich die glatt verkleideten Dachuntersichten mit so einer Dreischichtplatte, die hier in Grau gestrichen ist. An der Draufseite haben wir 60 cm Dachüberstand. Das ist bei dem Hersteller wohl auch Standard. Und auf der Ortgangseite hier sind es etwa 30 cm. Sehr schön ist, dass man hier auf der Giebelseite jetzt nur bodentiefe Elemente hat, die auch alle gleich breit sind. Das gibt eine sehr schöne, ruhige Ansicht. Und was wir jetzt hier auf der Terrasse noch sehen, ist eine ganz witzige Idee für die Außenwasserhahnanschlüsse. Da hat man also das gleiche jetzt hier schon unter der Terrasse durchgelegt, nach hier draußen. Wenn ihr mal eine Outdoor-Küche später anschließen wollt, kann das ganz praktisch sein. Das Haus steht hier schon seit 7 Jahren und wurde vor 2 Jahren neu gestrichen. Dabei wurde auch das Farbkonzept ein bisschen verändert. Die Putzfassade ist jetzt nicht mehr weiß, sondern es ist ein relativ stark grau abgetöntes Weiß. Und da oben hat man jetzt diese Fensterflächen mit so einem Rotton zusammengefasst, dass die gleiche Breite haben wie diese Elemente hier unten, was wirklich sehr, sehr gut aussieht. Was ich auch noch nicht gesehen habe, ist, dass die Farbflächen jetzt nicht einfach dazwischen gesetzt wurden, sondern diese Fenster so einfassen. Da läuft noch mal ein etwa 5 cm breiter Streifen drumherum. Das sieht so ein bisschen aus wie Fensterfaschen und das fasst das Ganze wirklich sehr schön zusammen. Wir sehen hier außen überall diese Lamellenjalousien, die da sehr schön in den Führungsschienen laufen und hier hinter dieser Putzfassade verbirgt sich ein diffusionsoffener Wandaufbau als auf Holzfaserbasis. Da zeige ich euch drin noch mal was zu. Und jetzt sind wir hier auch schon im Eingangsbereich angekommen. Hinter mir sieht man den Anbau. Der hat 7 mal 4 Meter, ist aber so ein bisschen reingesteckt in den Baukörper. Und der schafft hier natürlich nicht nur einen Carport, sondern auch einen geschützten Eingangsbereich. Also Wind, Wetter und Regen geschützt, was ich sehr schlau finde. Dieser Carport war übrigens von Anfang an und dieser Einbau schon verkleidet mit diesen roten Eternitplatten, also diesen Zementfaserplatten. Und der Farbton hat sich wirklich in den 7 Jahren jetzt nicht verändert. Die sind also total pflegeleicht und farbecht. Und der Farbton heißt hier wohl Rubinrot und diese Fassadenfarbe, die nachträglich gestrichen wurde, passt da sehr gut dazu. Was ich eine tolle Idee finde, ist, dass hier im Carport nochmal so ein Oberlicht drin ist, so ein Flachdachfenster. Denn wenn man jetzt hier vielleicht ein Gästezimmer dahinter hat und kein Beraterbüro mit Brüstung und nicht ganz so viel Licht reinkriegt, hat man eben dadurch nochmal ganz viel natürliches Tageslicht in diesem Anbau drin. Und das hinter mir ist jetzt schon die Eingangstür. Das ist übrigens eine Holztür. Das sieht man gar nicht. Das ist nämlich gestrichen in dem RAL-Farbton Quarzgrau. Das hat so einen Glimmereffekt drin. Ist, glaube ich, irgendwie 9007 die Farbe. Und dadurch wirkt das Ganze sehr modern. Und wie es dahinter aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir hier auch schon mittendrin im Wohngeschehen. Die Diele ist etwa 17,7 Quadratmeter, also auch dieser Flur hier. Es ist relativ viel für ein Einfamilienhaus, aber deshalb hat man auch Platz für alles. Die lichte Raumhöhe ist hier 2,46 Meter. Das ist nicht Standard, das wäre eigentlich ein bisschen höher. Hier ist aber die Decke abgehängt mit so Federschienen. Das ist ein Schallschutzthema, ist nicht im Standard, aber das könnt ihr dazu ordern, dann habt ihr einen besseren Schallschutz.
Hier links ist auch schon die große Nische für die Garderobe. Da könnte man jetzt vielleicht noch darauf achten, dass man hier dann auch die 60 cm Tiefe hat, wenn man das wirklich komplett mit so einem geschlossenen Schrank bebauen wollte. Diese Lösung ist natürlich schön, wenn man hier oben Platz für das Oberlicht hat. Das ist Südseite. Dann kommt hier einfach noch mal relativ viel Licht rein. Auf dem Boden sehen wir, hier wurde das Eiche-Parkett Landhausdiele durchgezogen bis in den Eingangsbereich. Das ist relativ robust. Hier im Musterhaus hat man es jetzt nach 7 Jahren wohl einmal abgeschliffen und neu versiegelt, so matt. Das heißt, natürlich wird man hier ein bisschen was sehen, Kratzer, Steinchen, aber so ein Parkett kann man auch auf jeden Fall abschleifen und nacharbeiten. Hier ist jetzt der Bereich Anbau, Nebenräume, Technik. Da sage ich euch später noch was dazu. Jetzt sehe ich hier gerade den Wandaufbau im Eingangsbereich. Ich habe euch ja eben gesagt, es ist ein diffusionsoffener Wandaufbau. Man kann das hier gut sehen. Hier draußen ist jetzt das Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis, also kein Styropor, keine Folien. Hier ist die Mineralwolle. Innen ist das Ganze doppelt beplankt. Das ist ganz wichtig, zeige ich euch nachher an ein paar Stellen, weil man da ganz nette Sachen mit indirekter Beleuchtung machen kann. Und jetzt gehen wir mal weiter Richtung Küche. Auf dem Weg zur Küche kommen wir hier an einer kleinen Speisekammer vorbei. Die hat jetzt nur 3,2 Quadratmeter. Hier ist jetzt der Platz abgezwackt für die Nische von der Küchenrückwand. Hier hat man noch mal ein kleines Regal. Hier kriegt man Getränkekisten und alles unter. Ist eigentlich super praktisch. Ich sage euch aber nachher noch mal was dazu zu diesen Nebenräumen. Wir sehen jetzt hier übrigens, das ist eine besondere Tür. Die sind hier alle erhöht auf 2,11 Meter. Das ist sehr schön, weil man nämlich da oben den Abstand zur Decke bei allen Fenstern und Türen gleich hat. Und es ist jetzt die moderne Optik, dass man hier so eckige Kanten hat. Das sieht natürlich schick aus. Euch muss aber klar sein, dass diese Ecken relativ empfindlich sind. Wenn man da im Staubsauger da irgendwas dran stößt, hat man halt da ganz schnell die Macken drin. Müsst ihr einfach überlegen. Hier hinten geht es jetzt direkt weiter in die offene Küche. Die hat 14,5 Quadratmeter, diese Nische. Hier sehen wir jetzt schon, ist diese Rückwand, wo diese Küchenrückwand verschwindet in der Einbaunische. Das finde ich immer sehr schön. Ich finde es auch persönlich sehr schön, wenn das hier bündig ist. Und ich sage euch jetzt mal hier hinter mir was zu dieser Höhenabwicklung, weil das ist ja immer die Frage, wie platziert man diese Fensterbänder in der Küche. Also wir haben jetzt hier 91 cm Arbeitshöhe, das ist Standard. Dann sind es hier nochmal etwa 54 cm, das heißt die Brüstung ist etwa 1,45 Meter hoch. Und dann kommt hier dieses Standardfensterelement mit 72 cm Höhe und dann habe ich oben genau auch nochmal diese 27, 28 cm, die auch bei den Türen, bei allen anderen Fenstern und Fenstertüren hier im Erdgeschoss vorkommen. Und das finde ich sehr schön, wenn das oben auf einer Ebene durchläuft, einfach so als Orientierungspunkt für den Raum. Ganz praktisch ist natürlich, wenn man jetzt keine Fliesen an der Wand hat, dass man hier nochmal einen Spritzschutz hat. In dem Fall ist das jetzt einfach so eine Küchenplatte. Auch an die Steckdosen wurde hier gedacht, nochmal mit so einer USB-Ladebuchse. Hier 3, da 3 Steckdosen bräuchtet ihr natürlich auch nochmal an der Kücheninsel. Ist jetzt im Musterhaus nicht gemacht, aber ein Tipp noch, wir haben jetzt hier ein Kochfeld, das nicht diesen Abzug nach unten hat, sondern hier hängt jetzt so eine Esse. Auch da müsst ihr euch immer gut überlegen, es gibt die ja auch höhenverstellbar. Wo hängt die, dass euch die nicht vom Kopf hängt? Und ihr müsst natürlich dann an die Deckenverstärkung denken, beziehungsweise es eurem Hersteller sagen, dass das dann so abgestimmt wird. Ganz praktisch ist das wahrscheinlich mit dieser weißen Oberfläche hier nicht. Da würde ich mir wirklich überlegen, in einen Naturstein oder eine andere Kunststeinoberfläche zu investieren, wo man auch mal einen heißen Topf rüberstellen kann. Ich weiß nicht, wie das reagiert, wenn hier die Tomatensauce drüber läuft. Aber das nur am Rande. Sieht natürlich schick aus. Von den Maßen habe ich hier 1,90 x 1,6 Meter. Das heißt, von beiden Seiten Stauraum drin, kriegt man auf jeden Fall einiges unter. Auch von der Arbeitsfläche dürfte es reichen. Und was ich ja immer sehr schön finde, ist, wenn man von der Küche aus direkt eine Austrittsmöglichkeit in den Kräutergarten zum Kompost eben raus auf die Terrasse hat. Der Essbereich schließt jetzt hier
offen an. Also im Prinzip sind das jetzt nochmal 23 Quadratmeter extra. Es ist wie eine Wohnküche von der Wirkung und sehr schön ist, dass hier so viel Licht reinkommt. Wir haben ja eben schon gesagt, wir haben die umlaufende Höhe von 2,11 Meter. Dieses Element ist jetzt 1,75 breit und ich finde es ganz schön, diese ungleiche Teilung. Also hier sind es jetzt etwa 70 Zentimeter, der Öffnungsflügel ist dann 1 Meter. Das ist sehr günstig, weil sich es eben gut öffnen lässt und dann noch breit genug ist vom Durchgang. Hier passt wirklich ein riesengroßer Esstisch rein. Also das heißt auch für große Familien und Leute, die gerne lange tafeln. Und hier nach Süden haben wir jetzt diese teilweise sehr, sehr große Festverglasung. Das ist eine sehr gute Lösung, wenn man nicht diese Riesenhebe-Schiebetüren da einbauen will, die ja auch sehr teuer sind. Diese Festverglasung ist jetzt fast 2 Meter breit, wie gesagt, die 2,11 hoch und dann haben wir hier nochmal diesen Öffnungsflügel, der etwa 1 Meter breit ist und jetzt gibt es hier die Rundlaufmöglichkeit ins Wohnzimmer. Das finde ich für einen Erdgeschossgrundriss sehr schön, wenn es diesen Rundlauf gibt. Die Treppe, die gerade einläufige, die jetzt hier drin steht, ist das gliedernde Element und man sieht schon, wenn wir jetzt auf Keller bauen würden, dann wäre das jetzt die Stelle für den Kellerabgang. Das heißt, dann müsstet ihr die Treppenlaufrichtung eventuell umdrehen, damit ihr vorne vom Flur den Abgang in den Keller habt und hier würde es dann hochgehen ins Obergeschoss. Wenn ihr jetzt mal gleich hier um die Ecke guckt, sehen wir schon, der Raum unter der Treppe ist jetzt hier nicht genutzt für eine Abstellkammer. Das könnte man natürlich noch mal machen für Staubsauger und Co. Sondern man hat jetzt hier mal so einen Ethanolkamin eingebaut. Der hat hier eine relativ große Einbautiefe. Es ist Bioethanol, trotzdem müsst ihr wissen, man riecht Ethanol, wenn man es anmacht im Wohnbereich. Hier hinter mir ist jetzt mal so eine echte Natursteinwand angebracht. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das gibt einen sehr natürlichen und lebendigen Eindruck hier. Und hier oben seht ihr das, was ich mit der doppelten Beplankung gemeint habe. Da ist dann praktisch die untere Platte ein bisschen kürzer abgeschnitten und da sind dann LEDs eingebaut, sodass man hier sehr, sehr schön diese indirekte Beleuchtung hat. Das sehen wir auch hier nochmal. Dieser Wohnbereich hat übrigens etwa 23 Quadratmeter. Auch hier hat man wieder diese große Festverglasung, 2 Öffnungsflügel, sodass man hier wirklich gut rauskommt auf die Terrasse. Und auch hier nochmal umlaufend diese Lichtleiste, die dem Raum einfach sehr viel Struktur gibt. Hinter mir, das ist eine 3D-Tapete. Ich habe erst wirklich gedacht, es ist auch eine Struktur, ist aber gar nicht der Fall. Und da oben in der Ecke, vielleicht fragt sich der ein oder andere, was machen da diese Steckdosen? Man hat wohl mal überlegt, hier so eine Multiroom-Musikanlage mit Lautsprechern in der Decke zu verbauen. Und wenn man sich sowas überlegt, muss man natürlich von Anfang an gucken, dass man dann auch Strom hat. Also deswegen die Steckdose da oben. Bevor wir nach oben gehen, schauen wir uns jetzt hier nochmal die Nebenräume im Erdgeschoss an. Es gibt ja noch diesen Anbau, der von außen so rot verkleidet ist. Und hier gibt es dann eben mal ein Büro drin. Das könnte auch ein Gästezimmer sein, sind etwa 13 Quadratmeter. Was ich euch zeigen will, ist dieses Oberlicht. Das bringt da natürlich wahnsinnig viel Tageslicht rein. Blendfrei, ist für einen Arbeitsraum sehr gut geeignet. Hat auch so eine Verschattung, damit man da eben auch zumachen kann. Hier im Musterhaus jetzt mit großer Scheibe zum Carport. Das würde man vielleicht jetzt im Einfamilienhaus mit einem Gästezimmer nicht so machen, je nachdem, wie ihr das nutzt. Hier direkt daneben, auch noch in dem Anbau drin, liegt jetzt der Hauswirtschafts- und Technikraum. Der ist mit knapp 5 Quadratmetern sehr klein. Man kriegt hier aber alles unter. Wenn man jetzt hier nur so eine kontrollierte B- und Entlüftungsanlage hat und so eine Wärmepumpe, so ein Splitgerät, wo das andere Teil draußen steht, passt das. Dann kriegt man das hier rein, auch noch mit Wechselrichter und Batteriespeicher, was man eben braucht. Aber man kriegt jetzt da nicht unbedingt noch Waschmaschine und Trockner rein, da bräuchtet ihr mindestens 7 Quadratmeter. Hier nebenan liegt jetzt ein WC, das ist 2,7 Quadratmeter, ist ein reines Gäste-WC. Hier kriegt man also keine Dusche mehr rein. Und da wäre jetzt mein Planungsvorschlag doch eigentlich lieber ein kleines Gästebad in diesem knapp 5 Quadratmeter großen Hauswirtschaftsraum zu machen. Dieses WC zusammenzufassen mit dem Abstellraum hinter der Küche und dann einfach Haustechnik und Hauswirtschaftsraum in diesen etwas größeren Bereich reinmachen. Das könnte man sicher so planen. Was jetzt hier richtig gemacht ist, ist die hohe Brüstung. Wir haben hier wieder die 1,45 Meter. Das ist dann auch mit der Küche eben wieder auf einer
Ebene von außen betrachtet. Was ich jetzt vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte, wären diese Fliesen. Da haben wir jetzt hier 25 x 50 und auf dem Boden 30 x 60. Da hätte man sicherlich eine andere Lösung finden können, die vielleicht ein bisschen harmonischer wäre. Aber die Idee mit der Umplanung, also hier ein Fenster rein und ein Gästebad, das dann auch direkt beim Gästezimmer ist, ließe sich bestimmt machen, denn oben gibt es auch nur ein Bad. Und für eine Familie im Alltag wäre es sicher sinnvoll, das anders zu machen. Jetzt sehen wir schon diese wirklich schöne Treppe hier rausgucken. Das ist jetzt auch kein Standard, sondern Sonderausstattung. Eiche, Faltwerkoptik, die ist auch übrigens breit, die hat eine Laufbreite von 1,10 Meter. Das finde ich sehr, sehr schön, gerade wenn die zwischen zwei geschlossenen Wandscheiben läuft, dann wird es nicht so beengt. Und das ist auch eine ganz nette Idee mit diesem Fensterausschnitt nochmal zum Essplatz. Es muss euch natürlich klar sein, dass ihr jetzt hier nicht mehr die Absturzhöhe habt. Also wenn ihr kleine Kinder habt, hier vielleicht diese Nische ein bisschen weiter zu oder eine Plexiglasscheibe hier rein, dass euch da niemand drüber hüpft. Sehr schön gelöst finde ich bei diesem Hersteller diese integrierte Treppenbeleuchtung, die hier so abgespachtelt ist. Man sieht also die Lichtquelle nicht. Es ist indirekt und sehr, sehr schön gelöst. Und jetzt gucken wir mal nach oben. Der Flur hier oben ist lichtdurchflutet und mit 16,6 Quadratmetern auch relativ groß. Das ist eben mit dieser geraden Treppe, da muss man immer drum rumlaufen können. Aber dieser Raum hat eine wahnsinnig gelungene, schöne Proportion, finde ich. Also erstens hat man hier wahnsinnig viel Tageslicht. Dieser Flur ist 2,40 Meter breit. Wir haben hier eine Ausbaudachgleichdecke, also firsthoch offen, fast 4,30 Meter Raumhöhe. Ich finde es sehr schön, dass die Firstfette jetzt hier deckend weiß gestrichen ist, denn dann verschmilzt sie noch mehr. Und auch hier sind dann die Details wichtig. Man könnte übrigens hier, die Türen sind so platziert, auch noch ein Kinderbad abtrennen. Dann hat der Raum natürlich eine etwas andere Wirkung. Hier hat man jetzt den Platz mal genutzt für so eine Sitzfensterbank. Sitzhöhe von 38 Zentimetern ist so schwebend befestigt. Dieses Fenster ist wirklich die 2,40 Meter breit, wie der ganze Flur, 1,65 hoch. Und auch hier hat man wieder darauf geachtet, dass diese obere Höhe vom Sturz und von den Türen überall gleich ist. Und auch solche Details sind eben ganz, ganz wichtig für die Raumwirkung. Wir schauen jetzt hier mal in das erste Kinderzimmer, ist jetzt hier nicht als Kinderzimmer eingerichtet, ist aber genauso groß und genauso geschnitten wie das andere Zimmer. Man sieht, hier gibt es ein hochliegendes Fensterband und so ein Element, das hier bodentief ist. Hier ist es relativ hell drin, trotzdem wirkt das Zimmer ganz, ganz anders als das andere Kinderzimmer, wo wir jetzt gleich mal reingucken. Übrigens hier noch ein Wort zu dieser Wandnische. Da ist natürlich jetzt hier ein Fernseher drin. Könnte man ja auf die Idee kommen, man macht das auch als Regal im Kinderzimmer. Muss euch nur klar sein, der Schallschutz wird natürlich dadurch zwischen den Zimmern relativ aufgehoben, weil so eine Einbaunische immer bedingt, dass dahinter keine Dämmung mehr ist. Jetzt schauen wir direkt mal in das zweite Kinderzimmer. Das liegt natürlich jetzt hier auch zur Südseite, deshalb kommt da viel, viel mehr Licht rein. Aber wir haben jetzt hier auch zwei bodentiefe Elemente drin. Also einmal hier und einmal da. Das ist das gleiche Element wie in dem anderen Zimmer. Und es wirkt hier viel, viel größer. Natürlich haben wir auch noch mal diese schwarze Fläche. Das ist so Tafelfolienfarbe. Da könnte man also auch mit Kreide drauf malen. Durch dieses schwarze hohe Band sieht man halt hier jetzt mal diese Wahnsinnsraumhöhe. Und jetzt könnte man ja für ein Kinderzimmer sagen, okay, so eine Zwischenebene mit Hochbett ist für Kinder toll, ist für kleine Kinder auch gemütlicher, wenn man jetzt nicht so eine Halle hat. Könnte man sich überlegen, direkt vom Hersteller mit einbauen zu lassen, diese Zwischendecke, die Kehlbalkendecke, da kann man eine Galerie drauf machen, dann wird es vielleicht auch gar nicht so teuer. Interessant ist nämlich, bei diesem Hersteller ist der Ausbau Dachgleichdecke im Standard drin. Bei vielen anderen kostet das eben Aufpreis. Wie gesagt, die beiden Kinderzimmer sind mit 17,5 Quadratmetern wirklich groß und wenn man jetzt noch die Möglichkeit bedenkt, da so eine Zwischenebene einzuziehen, sind das
echte Raumwunder. Jetzt sind wir hier im Elternschlafzimmer. Hier haben wir jetzt nur in Anführungsstrichen 12,5 Quadratmeter. Auch hier sehr schöne Belichtungssituation. Dieses hochliegende Fensterband über dem Bett bietet sich immer an. Da haben wir übrigens jetzt eine Brüstungshöhe von 1,35 Meter. Da passt dann auch so ein hohes Boxspringbett mit einer hohen Rückwand noch drunter. Also auch immer bedenken. Und wenn ihr natürlich dann hier Licht in der Wand haben wollt, bei der Bemusterung an die Stromanschlüsse an den Stellen denken. Denn hier sind zwar die Steckdosen für die Nachttischlampen, aber das braucht ihr natürlich separat. Hier haben wir jetzt eine Raumhöhe von bis zu 3,80 Meter. Ich finde diese Fototapete wunderschön. Fragt mich bitte nicht, wo es sie gibt. Es hieß nur im Internet bestellt. Hier ist es auch so, wenn ihr ein hohes Schlafzimmer habt, geht euch eben die warme Luft im Sommer auch nach oben und das ist sehr, sehr angenehm zum Schlafen. Auf dem Boden haben wir übrigens hier oben jetzt das gleiche Eicheparkett wie unten im kompletten Obergeschoss, nur ist es jetzt hier nicht die Landhausdiele, die breite, sondern so ein etwas schmaleres Format, so eine Schützbodenoptik und auch das gibt hier einen ganz, ganz anderen Charakter als diese großen, breiten Dielen, die im Erdgeschoss sehr schön sind. Hier sind wir jetzt schon offen weitergegangen in die Ankleide, die hat etwa 7,7 Quadratmeter und hier sieht man, ist die Decke jetzt schon abgehängt und hier sind 2 Tageslichtspots drin. Es gibt auch noch ein kleines Fenster da hinten, aber die bringen wirklich wahnsinnig viel Licht rein und das ist eigentlich ganz schlau, wenn man hier Kleidung abstimmen möchte. Die Decke abgehängt ist auch schlau, weil dieser Raum sitzt jetzt nicht mittig. Das heißt, wenn man da jetzt bis zum First offen hat, hat man da oben ganz viel Luft, die man nicht nutzen kann und wenn der First dann nicht mittig sitzt, sieht das auch komisch aus. Von der Breite ist hier mal alles richtig gemacht. Ich habe rechts und links etwa 60 cm Platz für die Schränke, für einen richtig tiefen Schrank mit Schiebetüren passt das dann auch. Hier in der Mitte sind noch etwa 80 cm übrig. Das heißt, so kann man eine Ankleide wirklich perfekt nutzen. Und jetzt gehen wir hier um die Ecke direkt weiter ins Elternbad. Ich habe Elternbad gesagt, aber es ist natürlich das Familienbad und da ist dann auch schon die Krux mit dieser Schiebetür. Das ist eigentlich sehr schön, die verschwindet hier in so einer doppelten Wand, aber eine Schiebetür ist eben schallschutztechnisch nicht besonders dicht. Das heißt, wenn das wirklich das Familienbad ist, würde ich euch da eine andere Tür empfehlen. Ganz interessant ist hier auch die Bodengestaltung. Man hat jetzt das Eicheparkett hier in den vorderen Bereich durchgezogen und den ganzen Nassbereich eine Stufe höher gelegt. Der ist dann gefliest mit einem sehr ungewöhnlichen Fliesenformat, 45 x 76. Man hat mir gesagt, es war mal so ein Musterhaus-Gag, damit es irgendwie im Gedächtnis bleibt und so würde ich es auch verbuchen. Denn eine Stufe im Bad ist einfach auch immer eine Stolperfalle. Überlegt euch wirklich, ob ihr sowas macht. Dazu gehört dann auch diese Lösung. Diese Duschabtrennung ist zwar jetzt hier 1,20 tief, das kann schon funktionieren, aber der Duschkopf hängt natürlich jetzt hier. Das spritzt euch dann hier rüber, es läuft euch auch hier runter, vielleicht aufs Parkett. Das würde ich, glaube ich, jetzt im echten Leben so nicht machen. Schön ist natürlich, dass das WC hier hinten verschwindet in einer Nische, die auch wirklich breit genug ist. Da habe ich keine Beklemmungen. Hier wieder die hohe Brüstung. Das ist jetzt auch wieder die 1,35 etwa, die wir auch im Schlafzimmer hatten. Nur dadurch, dass wir jetzt hier die Stufe haben, ist es natürlich dann hier etwas niedriger. Die Badewanne ist sehr groß, die ist hier 90 x 1,90 und da sieht man das eben auch schon mit dem Spritzschutz an der Wand. Es ist eigentlich ganz schön, dass man jetzt hier eine Fliesenhöhe genommen hat, dass man nicht schneiden muss. Ich persönlich finde es immer schwierig, so einen Fliesenspiegel an der Wand. Wo hört der auf, dass das gut aussieht? Also ist so mittelschön, würde ich sagen. Aber da müsst ihr eben dann mit eurer Innenarchitektin genau gucken. Hier ist auch sehr schön, dass es nochmal ein kleines Fenster gibt neben dem Waschbecken, Licht seitlich, morgens angenehm. Dieses Bad ist auch durch diese indirekte Beleuchtung, die hier überall angebracht ist, total hell. Bei maximaler Privatsphäre, man fühlt sich hier wirklich sehr geborgen. Dazu hängt eben auch diese Decke, ist hier nochmal abgehängt. Das ist nämlich im Bad mit der hohen Raumhöhe dann vielleicht nicht so praktisch, wenn einem die warme Luft nach oben abhaut.
Hier hat man es ja gerne warm. Und schön ist auch an der Stelle jetzt die Nische, wo dieser Schrank drin verschwindet. Das finde ich im Bad wirklich immer eine schöne Sache. Und hier hat man die Nische in der Wand zum Flur. Ist das Ganze ja auch schallschutztechnisch kein Thema. Die Grundrisse und eine Preisinfo habe ich euch wie immer unten in der Description verlinkt. Und wenn ihr das Musterhaus selber mal anschauen wollt, es steht wie gesagt in der Ausstellung Eigenheim und Garten in Fellbach bei Stuttgart, ist in der Regel geöffnet, mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.